做法自毙, an einem selbstgemachten Gesetz sterben. Das ist die Geschichte von einem der entscheidendsten Politiker in der chinesischen Geschichte, Shang Yang, dessen Ideologie die chinesische Gesellschaft über 2000 Jahre beeinflusste. Im 4. Jahrhundert vor Christus führte er im Land Qin eine Reihe von grundlegenden legalistischen Reformen durch, was Qin von einem schwachen Fürstenland zu der stärksten Macht machte. Kern seiner Politik war, das Land Qin zu einer staatlichen Maschine zu machen, in der sich fast alle Bürger auf Landwirtschaft und Kriege konzentrieren mussten. Zu diesem Zweig entwarf er strenge Gesetze der grausamen Strafen und Bürgerschaftsverwaltung. Die von ihm entworfene Kollektivhaftung war zum Beispiel eine der grausamsten Strafen in der Geschichte. Wenn jemand das Gesetz brach, mussten seine Familie und sogar seine Nachbarn mit bestraft werden. Einmal wegen einem Streit zweier Dörfer ließ Shang Yang auf einmal über 700 Leute enthaupten. Für eine bessere Bürgerschaftsverwaltung erfand er die frühesten Personalausweise. 338 vor Christus starb der alte Herrscher Xiao Gong, womit Shang Yang seinen Schutz verlor. Die Adeligen, deren Interesse wegen der Reform erheblich geschädigt wurden, versuchten sich an Shang Yang zu rächen. Sie verleumdeten ein Verbrechen von Shang Yang, weshalb der neue Herrscher befahl, Shang Yang festzunehmen. Shang Yang war bewusst, dass der neue Herrscher ihn umbringen werden musste, um den Hass der Adeligen zu lindern und die politische Lage zu entspannen. Er bekleidete sich wie ein Geschäftsmann und wollte gen Osten ins Nachbarland fliehen. Er floh rund um die Uhr, erreichte in einer Nacht schließlich die Grenze und wünschte einen guten Schlaf in einem Hotel. Er ging in ein Hotel und bat mit viel Geld um Übernachtung für eine Nacht. Der Hotelbesitzer fragte nach seinem Personalausweis, den er als ein vom König gesuchter Verbrecher auf keinen Fall zeigen konnte. Der Besitzer schüttelte den Kopf und sagte, ich habe Mitleid für Sie und möchte Ihnen gerne den Gefallen tun. Aber mir ist gesetzlich nicht erlaubt, Gäste ohne Personalausweis übernachten zu lassen. Falls ich gesetzwidrig Ihnen helfe, würde ich sogar mein eigenes Leben verlieren. Allmählich kamen Shang Yang die Tränen, als er das hörte, und er verließ das Hotel betrübt. Er seufzte. Wie kann das von mir gemachte Gesetz mich zum Tode zwingen? Bei der Landesgrenze wurde er festgenommen und mit der grausamsten Todesstrafe der Vierteilung umgebracht. Nach der Kollektivhaftung im Shang-Yang-Gesetz wurde die ganze Familie von Shang Yang auch Opfer. Im Chinesischen benutzt man das Idiom 做法自毙, an einem selbstgemachten Gesetz sterben im Kontext, wenn jemand von seinem eigenen Verhalten geschädigt wird. Sowohl in der Geschichte als auch in der heutigen Gesellschaft ist das Phänomen oft zu sehen. In der Geschichte beispielsweise starben viele Beamten der Foltertäter bzw. die Beamten, die oft mit Folter die anderen zum Tod quälten, auch selbst an Folter. Ebenso gab es auch viele Tyrannen, die aufgrund der Gewaltherrschaft am Ende von ihren Untergeordneten umgebracht wurden. Beispiele
Für das Idiom finden wir auch in manchen Unternehmen. Es gibt manche Arbeitgeber, die sich um eigene Interessen kümmern, aber die Arbeitnehmer finanziell und psychisch unterdrücken. Die Mitarbeiter reagieren darauf durch Kündigung oder Boomerstreiks. Eine Firma verliert deswegen allmählich Talente, Arbeitsmotivation, Kreativität und Verbesserungschancen, was dem Arbeitgeber selbst den größten Schaden bringt. Weltweit gibt es auch viele ursprünglich arme Dörfer aus Entwicklungsländern, die schnell industriell entwickelt wurden, ohne ökologische Rücksicht zu nehmen. Obwohl die Umweltprobleme in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schon bekannt waren. Das führte dazu, dass alle Dorfbewohner, egal ob sie dafür waren oder davon profitierten, in einer stark verschmutzten Umwelt leben. Konfuzius sagte, was du nicht willst, dass man dir tut, da füge auch keine anderen zu. Verständnis, Empathie und Toleranz sind wichtige Tugenden in der Gesellschaft, womit man meistens positive Feedbacks bekommen kann. Im Gegensatz dazu, bei jemand anderen respektlos und drohend behandelt, ist die Rückkopplung langfristig eher negativ. Schließlich kann man sich in die Zwangslage bringen, beziehungsweise an dem selbstgemachten Gesetz sterben, wie Shang Yang